Ja, herzlich willkommen in Dessau, herzlich willkommen hier am Campus Dessau, heute zum Hochschulinformationstag. Mein Name ist Samuel und hier in Dessau könnt ihr Architektur und Design studieren und was für Studierende hier sind, das seht ihr jetzt und viel Spaß. So, jetzt sind wir hier auf dem Campus Dessau und wir fangen an mit den Designern. Wir wollen euch ein paar Räumlichkeiten zeigen und deshalb gehen wir jetzt ins Gebäude 01 und schauen, was die Designer machen. Hey, ich bin Domi. Ich bin Lena. Und wir sind hier in der Cloud. Das ist unser gemeinschaftlicher Arbeitsraum, in dem wir uns über unsere Projekte austauschen und unsere Freizeit verbringen. Genau, und ihr müsst hier nicht nur zum Arbeiten herkommen, ihr könnt hier zum Beispiel auch einfach zum Entspannen herkommen, zu normalem Austausch. Wir haben Kaffee, Tee, ein paar Snacks. Und wenn die Uni vorbei ist, dann gibt es noch mal ein Bierchen. Jo, und wir nehmen euch jetzt mit in unsere Werkstätten. Auf geht's! Ich bin jetzt in der Werkstatt Fotografie. Hier gibt es 3 professionell ausgestattete Arbeitsplätze und allerlei tolles Equipment, das ihr euch ausleihen könnt und mit dem ihr euch im Handwerk der Fotografie üben könnt. Genau, und nebenan ist noch die analoge Werkstatt, da haben wir eine Dunkelkammer, da könnt ihr eure eigenen Bilder entwickeln. Ist ziemlich cool, aber jetzt gehen wir in die nächste Werkstatt. Wir sind hier im Materiality Lab. Hier geht es darum, dass ihr forscht, und zwar mit neuartigen Materialien. Da haben wir zum Beispiel Bioplastik oder Algen. Und im Endeffekt sollt ihr euch ausprobieren. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass euch Profs und Werkstattleiter immer zur Seite stehen. Das heißt, ihr seid nicht alleine. Und dabei nutzen wir neuartige Technologien, wie zum Beispiel 3D-Druck. Und damit sind wir ja am Campus nicht alleine. Hi, ich bin der Maximilian. Wir befinden uns hier im Fachbereich 3, das ist Architektur, Geoinformatik und Facility Management. Das hier ist das Roboter Lab und hier kann man als Architekt seine Entwürfe umsetzen in zum Beispiel einen 3D-Drucker. Hallo, ich bin Alexander, ich studiere auch hier Architektur. Und des Weiteren gibt es hier einen Roboterarm, den wir noch besitzen, mit dem man verschiedenste Materialien in höchster Qualität bearbeiten kann. Und diese Bearbeitung finden wir aber auch noch in anderer Form. Wir sind jetzt hier im Bildhauer Atelier. Und zum Entwurfsprozess eines Architekten gehört es mit dazu, auch plastische Dinge gefertigt zu haben. Und zum Beispiel hier sieht man gipsgetränkte Laien und diese Dinge helfen dem Architekten dann auch Form und Raum fühlen zu können, was ganz wichtig ist für das spätere Arbeiten. Wir arbeiten nicht nur mit Gips, sondern auch mit vielen verschiedenen anderen Materialien, wie zum Beispiel Porzellan und Keramiken, aber auch Pappmodelle. Viele der Modelle muten gar nicht so unbedingt an, als wäre es Architektur, aber es mündet immer im Entwurf für die Architektur. Wir haben nicht nur den klassischen Studiengang, sondern auch im Master eine Spezifikation, die sich zum Beispiel mit der Denkmalpflege beschäftigt. Im Vordergrund sehen wir hier ein paar Modelle, die sich mit Fachwerken beschäftigen, und im Hintergrund kann man unsere historische Baustoffsammlung sehen. Das war unsere kleine Campusführung. Wir haben euch versucht, die beiden Fachbereiche ganz kurz ein bisschen näher zu bringen. Hinter mir seht ihr jetzt das weltbekannte Bauhaus. Das ist natürlich auch der Grund, warum man hier Architektur und Design studieren kann an den beiden Fachbereichen. Damals, 100 Jahre ungefähr, hatten die neue Vision, wie ihr da an der Architektur erkennen könnt, aber auch neues Design, ein neues Leben, insgesamt ein neues, modernes Leben. Und welche Visionen die Studierenden hier haben, da fragen wir gleich nochmal nach. Mit dem Wissen, was ich an der HS Anhalt erlangt habe, stelle ich mir für die Zukunft vor, Innen- und Außenräume visionär und nachhaltig zu gestalten. Und für mich war es auch schon immer ein Lebenstraum, die Welt nachhaltig zu verändern. Und das kann ich auf jeden Fall mit dem hier erlernten Wissen ermöglichen. Ich bin jetzt im 6. Semester und ich habe mich schon ein bisschen auf Produktdesign spezialisiert und ich würde in der Zukunft gerne Produkte designen, die langlebig sind und ökologisch. Ja. Ich bin jetzt im 4. Semester und für mich ist das Ganze noch nicht so klar, weil durch das integrative Design ist unser Studiengang sehr offen und ich möchte einfach noch ein bisschen Erfahrung sammeln und mich später spezialisieren. Ich weiß, was mir Spaß macht, aber ob das dabei bleibt, ist eben die nächste Frage. Aber mal gucken, was noch so kommt.